Die folgende Analyse basiert auf der offiziellen Verordnung EU 2025/327 zum European Health Data Space, veröffentlicht am 5. März 2025. Dies ist keine Rechts- oder Medizinberatung. Wir dechiffrieren hier die technokratische Architektur und die mathematische Versiegelung der biologischen Identität auf Basis der Primärquellen. Gehen wir ins Dashboard. Glauben Sie immer noch, Ihre Krankenakte unterliegt der Schweigepflicht? Nach dem heutigen Audit werden Sie verstehen, dass dieser Schutzwall technisch bereits abgerissen wurde. Während die Medien über tagespolitische Krisen berichten, wurde am 5. März 2025 das Archiv für Ihre biologische Identität endgültig versiegelt. Die Verordnung EU 2025 327 der European Health Data Space. Ich zeige Ihnen heute die rauchende Pistole in Artikel 33. Ich demaskiere für Sie, wie Ihre DNA offiziell zum industriellen Rohstoff deklariert wird und warum Ihr Gesundheitsstatus künftig der binäre Schalter für Ihre finanzielle Liquidität ist. Willkommen in der Zentrale von Realpolitik Fokus. Gehen wir zuerst auf das Geständnis von Fulvia Raffaelli der EU-Kommission. Hier heißt es in Englisch: To make of the secondary use of data a normal and basic support for public governance, research and innovation. Was heißt das genau? Was bedeutet, EADS ist kein medizinisches Projekt, sondern das technokratische Werkzeug zur Steuerung der Bevölkerung, Public Governance, über ihre intimsten biologischen Daten. Die Konsequenz: Ihre Gesundheitsdaten fließen nicht mehr nur im Notfall, sondern als permanenter Datenstrom für staatliche Verwaltungs- und Kontrollzwecke. Gehen wir weiter in Artikel 1 und 3. Hier heißt es so schön: Festlegung eines einheitlichen Rahmens für den Zugriff auf persönliche Gesundheitsdaten. Jeder Bürger erhält eine verpflichtende digitale Gesundheitsakte. Wir enthüllen das Ganze. Was bedeutet das? Die ärztliche Behandlung wird untrennbar mit einer zentralen staatlichen IT-Infrastruktur verschmolzen. Ohne digitale Akte kein Zugang zum System. Die Konsequenz: Das lokale Behandlungsverhältnis wird verstaatlicht. Der Staat wird zum Mitwisser und Gatekeeper jeder medizinischen Interaktion. Wir kommen zu Artikel 33, der rauchende Colt. Kategorien von Daten für die Sekundärnutzung: elektronische Patientenakten, genetische Daten, genomische Daten, biometrische Identifizierungsdaten. Wir enthüllen das Ganze jetzt mal wieder. Das bedeutet, dies ist das Ende der ärztlichen Schweigepflicht. Artikel 33 erlaubt Behörden und Industrie den Zugriff auf ihre DNA, ohne dass sie im Einzelfall gefragt werden. Die Konsequenz: Ihr Körper wird zum Rohstoff für einen 30 Milliarden Euro Markt. Ihre Anonymität ist technisch unmöglich, da Genomdaten wie ein Fingerabdruck sind. Gehen wir weiter in Artikel 37. Schaffung nationaler Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten als alleinige Genehmigungsbehörden für Datennutzung. Wir enthüllen hier auch wieder: Was bedeutet das? Sie sind nicht mehr Herr über Ihre Akte. Eine neue Behörde entscheidet künftig darüber, welche Firma oder welches Amt Ihre Daten einsehen darf. Die Konsequenz: Zentralisierung der biologischen Macht. Wer diese Behörde kontrolliert, kontrolliert das Wissen über den Gesundheitsstatus der gesamten Bevölkerung. Wir gehen weiter. Artikel 44. Gewährleistung der grenzüberschreitenden Interoperabilität durch Anschluss an das Global Digital Health Certification Network der WHO.
Hier enthüllen wir auch wieder, was es bedeutet. EHDS ist die deutsche Eintrittskarte zum globalen Überwachungssystem. Ihr biologischer Status wird weltweit in Echtzeit validiert. Die Konsequenz: Grundlage für biometrische Reisebeschränkungen. Ihr EADS-Status wird über die Eudi-Wallet zum globalen Schalter für Ihre Bewegungsfreiheit. Gehen wir weiter in Artikel 51 und 55. Hier heißt es so schön: Anpassung an internationale Gesundheitsnotstände, Geltungsdauer administrativer Zugriffsberechtigung auf historische Datenbestände. Auch hier enthüllen wir wieder: Im Notfall, WHO-Trigger, aktiviert das System automatisch Massendatenflüsse zur Surveillance. Das System vergisst zudem nichts auf ihrer Geschichte. Die Konsequenz: Taten von vor 10 Jahren beeinflussen Ihren heutigen Compliance-Score im Ledger. Der Ausnahmezustand wird zur permanenten technischen Infrastruktur. Und der Schalter, gehen wir jetzt mal drauf. Schnittstelle zwischen EADS, Datenräumen und dem Rahmen für elektronische Finanztransaktionen, Omnibus, Artikel 32q. Wir enthüllen auch hier wieder, was bedeutet das? Die Biologie wird zum Schalter für Ihr Geld. Wenn EHDS meldet, dass Ihr Compliance fehlt, zieht der Omnibus Ledger in Millisekunden die Schranke zu. Die Konsequenz: Programmierbare Existenz. Ihre finanzielle Liquidität wird direkt an Ihren körperlichen Status, Impfung, Pässe, Zertifikate gekoppelt. Die Architektur für 2049 ist im biologischen Vollzug. Man verkauft uns Sicherheit, aber man installiert eine Fernsteuerung für unser Leben. Doch Information ist die einzigste Hardware, die schneller ist als der Vollzug. Die vollständige Dechiffrierung der EADS-Artikel und der Verordnung verlinke ich Ihnen unten in der Beschreibung. Was denken Sie? Ist Ihr Körper noch Ihr Eigentum? Schreiben Sie es in die Kommentare. Abonnieren Sie Realpolitik Fokus für das nächste Audit. Bleiben Sie wachsam.